Hi und herzlich willkommen zum zweiten Video auf diesem Kanal. In diesem Video wird es ein bisschen aktiver, denn wir nehmen euch mit in die Weinberge. Um genauer zu sein, wir waren am Samstag mit unseren Partnern in den Weinbergen zum Rebschnitt. Wir haben uns die Chance nicht nehmen lassen, mitzugehen, die ein oder andere Frage zu stellen und auch selbst Hand an die Schere anzulegen. Wie es uns dabei ergangen ist und was wir alles gelernt haben, seht ihr in diesem Video. Guten Morgen. Ich bin schon im Auto, es ist 7:17 Uhr, auf dem Weg zum Bäcker, um ein bisschen Frühstück zu kaufen und Proviant, denn wir gehen heute in den Weinberg, haben dort eine Verabredung zum Rebschnitt und wir wissen noch nicht ganz genau, was heute passieren wird. Wir wollen ganz viel lernen, deswegen nehme ich euch einfach mal mit heute wieder. Ja, wir sind jetzt heute in der Nähe von Kittrich. Die Lage heißt Erbacher Honigberg. Und da wollen wir heute von unseren Partnern, die uns unterstützen, lernen, auf was beim Rebschnitt zu achten ist. Es ist nicht zu kalt von der Temperatur. Und ja, let's see what happens. Arbeitsbeginn war um 8:30 Uhr. Wir hatten Handschuhe mit dabei, aber haben dann vor Ort noch Scheren bekommen. Und ja, als erstes gab es eine kurze Einführung, auf was grob zu achten ist. Alles, was überhalb dieses Stammes ist zu größten Teilen nur im letzten Jahr gewachsen. Also alles, was oben drüber ist, hat die Rebe letztes Jahr produziert. Zu Beginn eines jeden Jahres muss fast all das wieder weggeschnitten werden, damit die Rebe neu wachsen kann. Unsere Aufgabe ist es, beim Rebschnitt eine einzige Route auszuwählen, von der aus in diesem Jahr dann alle neuen Triebe und Trauben wachsen. Die Route muss eine gute Lage am Stamm haben und stabil genug sein, um später gebogen zu werden. Neben vielen weiteren anderen Kriterien. Hat man sich am Ende für eine Route entschieden, dann muss man alle abstehenden Ranken davon entfernen und sie am Ende so kürzen, dass ca. 8 Augen stehen bleiben. Als Augen bezeichnet man die kleinen Triebansätze, die man schon ganz klein an den Stämmen sieht. Und aus diesen werden in den nächsten Wochen dann die ganzen Triebe raussprießen. Schneidet man also zu viel von dem Ast ab, das heißt auch die Augen, hat man Probleme, denn man kann sich im Zweifel die komplette Ernte wegschneiden. Ja, und dann waren wir dran. Ich habe so eine Handschere bekommen, die war leider ein bisschen stumpf. Und ihr seht, ich habe mich sehr schwer getan, diesen doch etwas dickeren Ast abzuschneiden. Also ja, das muss ich noch mal ein bisschen üben oder mehr Krafttraining machen, aber der war auch wirklich sehr dick. Und die Kollegen, die hatten eine elektrische Schere, mit der ging das dann ruckzuck, aber ich hatte einfach irgendwie Angst, dass ich mir sonst die Finger abschneide. Genau, also da habe ich die erste Rebe geschnitten und von dort an ging es dann weiter. Danach war Lukas dran und wir haben noch einen kleinen Anfängertipp mitbekommen, dass wir am besten uns immer erst an der untersten Route orientieren sollen, die raussprießt und uns anschauen sollen, ob die gut ist. Und wenn das passt, dann kann man sich da schon mal erstmal drauf verlassen, dass die Wahl nicht ganz so schlecht ist. Ja, Lukas hat sich auch an der Handschere versucht und wie ihr seht, er struggelt auch. Also vielleicht lag es doch nicht nur an mir, sondern auch an der Schere. Der Stamm ist auch wieder sehr dick, aber die Rettung kommt. Ihr seht, das ist die elektrische Schere und die macht ruckzuck und durch ist das Ding. Nach dieser Intro haben wir uns dann aufgeteilt. Lukas lernt gerade die Basics des Rebschnitts und ich säubere hier das, was alles abgeschnitten werden muss, raus. Die Sonne ist rausgekommen. Bestes Wetter. Ich glaube, so ist es nicht immer, aber heute ist ganz schön. Und wie läuft's? Das ist grandios. Ich glaube, grundsätzlich jetzt hier nur mit T-Shirt und Überziehhemd zu stehen, ist immer was ganz anderes als im Regen. Ne? Deshalb, ich glaube, jetzt macht es Spaß. Wenn man das 30 Tage hintereinander im Regen macht, wird es ein bisschen schwierig. Ich hoffe mal, wir machen es richtig. Nicht, dass da am Ende nichts bei rumkommt. Also ja, Rebschnitt, sehr spannend. Es macht auch irgendwie Spaß, aber wie Lukas schon gerade gesagt hat, wenn man das wirklich über mehrere Wochen hinweg jeden Tag 8 Stunden macht, ich glaube, dann wird es echt anstrengend. So, kurze Kaffeepause im Auto. Gar keine Ahnung, wie spät es ist. Es ist jetzt fast 11. Wir sind zu 5, aber ich meine, Lukas und mich kann man vielleicht nicht so mitzählen. Sagen wir mal zu 4.
Wir haben jetzt in guten 2 Stunden 2 Zeilen geschafft. Also das ist echt wenig, wenn man sich den Fortschritt anschaut, aber das ist ganz normal. Da schätzt man dann doch nochmal, wenn man einen Wein öffnet, was da alles für Arbeit dahinter steckt. Danach ging es wieder ans Werk und ihr seht, hier bin ich wieder zugange. Dieses Mal habe ich die elektrische Schere und es geht deutlich schneller. Ich musste mich dann hier für eine der 2 übrigen Routen entscheiden und ja, habe dann den Cut gemacht und damit war die Entscheidung getroffen. Danach geht es darum, nochmal alles andere, wie schon vorher gesagt, wegzuschneiden. Und tatsächlich beim Riesling ist das ein bisschen mühsam, weil der rankt sich ganz schön fest an die Drähte und da muss man ordentlich ziehen zum Teil oder versuchen, diese Ranken abzuschneiden, damit man die alten Äste rausbekommt und die dann am Ende in die Mitte in die Gasse werfen kann. Nach 4 Stunden musste unser Partner dann zurück zum Weingut. Das heißt, wir haben Feierabend gemacht, es gab noch einen kleinen Wein zum Abschluss und dann ging es für uns nach Hause.